Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. So, und willkommen bei unserem neuen Format jetzt. Wir sind weiterhin beim Siege Content, aber das ist jetzt die Tagesschau mit Rika und wir werden jetzt ein bisschen was exposen, was ich nicht in Ordnung finde. Es dreht sich um absolut diese Szene, guckt euch das an. Ich habe euch markiert, worum es geht, ganz kurz. Es geht einfach darum, wir hatten gegen eine Gilde und gegen noch eine, also und gegen die Schwestergilde davon. Und, natürlich haben die offensichtliches 2 versus 1 gemacht. Na ja, nur ist es dann anders gelaufen. Die Main-Gilde hat uns dann den zweiten Platz angeboten und hat gesagt, wir sollen die Schwestergilde auf den dritten platzieren. Ich zeige euch einfach mal. Und sowas finden wir absolut nicht in Ordnung. Kurzerhand haben wir uns dazu entschieden, ja, dieser Gilde eine Abreibung zu verpassen. Schaut euch das einfach an und natürlich hoffe ich auch, dass ihr euch freut über meine Offs, die ich benutzt habe. Und im letzten noch mal, wo mir gedroht wird, dass die das niemals vergessen werden. Es ist vollkommen okay. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinen Offs, die ich benutzt habe und da sind wir nun, wie angedeutet. Ihr seht, gegen wen wir kämpfen durften. Ich konnte nicht am Anfang aufnehmen, dadurch, dass ich markieren musste und das hat dann alles nicht ganz funktioniert. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach nachträglich ganz kurz, wogegen wir gekämpft haben. Und ja, das ist ja unsere Routine und die sollten wir auch beibehalten, finde ich. Mein wunderschöner erster Fight. Ähm, Finde ich eine super starke Eröffnung und damit können wir auch ganz valid reingehen. Absolut nichts gegen auszusetzen. Es ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal oder so, dass ich das gespielt habe. Ich habe jetzt schon mal gesagt, dass ich diese ganzen Offs vorher nicht wirklich, ja, nicht wirklich gespielt habe. Ich kannte sie, aber ich habe sie halt nicht gespielt, weil ich ja wirklich nur gesniped habe. So, und jetzt habe ich mich ja extra für euch in diese Gefilde gewagt und, gut, ich habe ganz kurz die Krise bekommen, weil ich dachte, mein Leo ist jetzt doomed mit dem, Deathbreak. Ich habe sie aber alle provoked bekommen und deswegen habe ich jetzt auch nicht, genau aus dem Grund habe ich nicht den Cleanse auf den Leo gemacht, weil es sind alle provoked und sie werden alle die John angreifen und ich möchte nicht, dass die dann natürlich diesen ganzen Damage abbekommt. Ich hatte aber so ein bisschen Angst, dass einer von denen mehr wie zweimal prockt und aus dem Provoke schon raus ist. Man weiß ja nie, also, ne? SW in a nutshell, wir kennen's nicht anders. So 'ne Nascha, die hat das gerne mal intus, dass sie mehr wie zweimal prockt oder so was und wir dann auf einmal so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen im Trouble sind. Aber, na ja, es war ganz okay. Also, ich meine, guckt euch den an, der Kumpel, der hat auch direkt gedacht, ich proc mal hinterher. Und ja, zum Glück haben wir das dann auch getan, haben leider jetzt nicht so, ne, den getroffen, aber das hat funktioniert. Gut, da war der besagte zweifache Proc der Nascha. Sie hat aus dem Provoke rausgeprockt, wie ich schon die Angst hatte, aber keine Sorge, unser Pony hat alles geregelt. Alles. Ich habe ganz kurz überlegt, wo ich dann draufgehe. Nehme ich die Nascha raus oder gehe ich auf den, Zenitsu oder wie auch immer. Aber es hat ja wunderbar funktioniert. 1A. Kann ich euch empfehlen. Super gut funktioniert. Packt euch das rein, falls ihr das noch nicht habt. Ja, ich fand es mega gut, war auch in keiner Weise, obwohl ich am Anfang Angst hatte wegen der Nascha, war es in keiner Weise irgendwie kritisch oder sonst irgendwas. Also 10/10 off, passt. Ich glaube, ihr könnt euch doch jetzt vorstellen, was ich suche, nach welcher Off ich suche und es ist natürlich
Hey Gang, es passt einfach wie ein Topf auf einen wie ein Deckel auf einen Topf, nicht wie ein Topf auf einen Deckel, obwohl das passt vielleicht auch, sondern wie ein Deckel auf einen Topf. Es passt. Es ist super. Ich hätte mir da jetzt also, natürlich kann man auch solche Sachen wie Jose oder den Feuermonker spielen, aber ich sage euch ganz ehrlich, benutzt es doch, es ist safe, es ist super. Kann ich definitiv sagen. Ich liebe diese Off, habe ich ja nun jetzt zum keine Ahnung wievielsten Mal gesagt und ich zeige sie ja auch und ihr habt bis jetzt gesehen, ich glaube, ich habe bis jetzt nur einmal in der ganzen Zeit einmal verloren und das war wirklich wegen richtig, richtig unlucky Procs von meiner Riley, aber ansonsten hat es immer gut funktioniert. Also, deswegen, es ist super zu empfehlen. Genau, also vor allem dagegen. Ne, ich sage ja, es gibt natürlich auch noch Sachen, die ihr benutzen könnt. Ihr könnt sowas wie, Jose benutzen, den, Feuermonker könnt ihr benutzen. Das ist alles gar kein Problem. Aber ich wollte jetzt das benutzen und es hat super gut funktioniert und was will man mehr, ne? Also, das kann die Tanisha nicht mehr. Solo machen. Dritte oder vierte Mal, wo ich euch das jetzt zeige. Ich hoffe, ihr habt euch den alle noch ein oder zweimal dazu geholt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt na, die antiken Münzen so weit fertig, dass ich mir ein zweites Mal geholt habe. Zweites Mal. Ich finde es klasse. Es ist einfach wunderbar und, es spielt sich sehr, sehr gut. Der hat wirklich gute Vorteile. Er kann keinen Death Break bekommen, das ist wie Windy und er macht aber auch noch den Attack Break, er macht noch den Provoke, wenn er den trifft. Und es sind alles Sachen, die wir dringend natürlich brauchen. Und aus meiner Erfahrung nach, ist es meistens so, also nicht immer, aber oft, dass der Rennen auch Schaden macht und den kann man dann damit gut tanken. Ja, und wenn die Nasche auf ihn drauf geht, ist es auch noch mal ganz gut. Deswegen super toll. Wir lieben es und, ich benutze es sehr, sehr gerne. Ja, also und es ist kein Fight, der normalerweise, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Minuten geht oder so, sondern es ist halt eigentlich ein ganz überschaubarer Fight, wie ihr seht. Und, meine Kami, die hat jetzt auch nicht großartig gebrockt. Normalerweise also, es gibt auch manche Games, da ist die 3, 4, 5 Mal dran, dann geht's noch schneller. Oder der Belial, es brockt noch mal. Das sind immer so Sachen, die das 'n bisschen schneller machen. Aber für mich persönlich wieder eine 10 von 10 Off. Kann ich euch ruhigen Gewissens empfehlen. Baut die euch nach. Die ist top. Und jetzt, bevor ich es anmache, das Video, habe ich etwas ganz, 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 ganz Neues für euch. Also, na ja, nein, es ist nicht neu, also die Off an sich ist nicht neu, aber ich habe sie selber noch nicht benutzt. Und für jeden, der dieses Monster benutzt be besitzt, ist es mal ganz gut. Ich rede von Härtheit. Also, ich bitte euch, ihr habt letztens gesagt, ihr wollt LDs sehen, jetzt seht ihr meinen Härtheit in einer Off. Die Off ist relativ alt schon, aber es hat sich so ergeben, weil wir genau das geforst haben. Also, ich weiß nicht, wenn ihr sowas im P-Bereich, im G-Bereich, irgendwo wenn ihr diese Def noch mal forcen solltet und ihr habt einen Härtheit, viel Spaß. Benutzt ihn. Es ist super gut. Also, es macht wunderbar Spaß, damit zu spielen. Wir machen die einfach alle leer und dann pupp, 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 hauen sie wir hauen die einfach raus. Was soll passieren? Also, ne? Das war jetzt sogar super gut, dass ich sogar outspeedet habe. Normalerweise ist meistens die, Feuerpaladin vorher dran. Ist aber auch nicht schlimm. Dann nehmen wir ihr zuerst die 5 Stacks weg und dann dem, Tio. Aber es hat funktioniert. Und ich muss mal was trinken. Mein Mund ist komplett, staubtrocken. Weil ich halte ja nix davon, einfach das Video anzuhalten
und euch die Sachen zurechtzuschneiden, ne? Also, ihr könnt schon gerne gucken, während ich hier live euch das alles, kommentiere. Mein Gott, ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Muss man ja nicht rausschneiden, Versprecher muss man nicht rausschneiden, außer sie sind unvorteilhaft für mich, die schneide ich dann wahrscheinlich meistens raus. Aber aber auch das meistens nicht, ne? Also, ist egal, ist egal. So, wir haben jetzt hier so gut wie alles schon leer gemacht, wie ihr gesehen habt. Ich nehme jetzt als Erstes ja, die Feuerpaladin raus, damit die nicht mehr den Treadstat verteilt. Und danach, ja, mache ich noch mal den Konrad ein bisschen weiter leer, damit wir den rausnehmen können. Weil der Theomas, der macht einfach schon gar keinen Schaden mehr. Also, der ist schon Wumpe. Der interessiert uns nicht mehr. Wir nehmen jetzt einfach den, Konrad, den machen wir noch mal 'n bisschen leer und fertig. Also, baut euch das Hertie-Team. Ihr könnt es ganz kurz, damit ihr das wisst, dagegen könnt ihr das gut benutzen. Ihr könnt es aber auch gegen jegliche Dev benutzen, die jetzt nicht wie Lamiella oder so auf, HP Damage skaliert, sondern wo ich halte euch das kurz an, sondern wo zum Beispiel halt, ja, ein Damage Unit drinne ist und ihr im besten Fall vielleicht outspeedet oder sonst irgendwas, damit ihr den Anti-Crit-Buff machen könnt. Zur Not könnt ihr ja auch durch die Beta den Härtheit wiederholen. Also, wie gesagt, benutzt es nicht gegen so Lamiella-Zeug, das bringt gar nichts. Und auch nicht gegen Byung oder so, das bringt gar nichts. Aber wenn ihr so 'n Damage da drinne habt, das funktioniert ganz gut. Also, wie ihr seht, es ist ein Damage nur in dem Fall und den könnt ihr dann leer machen und dann machen die einfach keinen Schaden mehr. Ich habe das auch gerne genutzt, gegen die ganzen Purnas und, ja, manche Sachen, manche Geldnier-Devs kann man das auch gut benutzen. Ihr müsst einfach mal schauen. Einfach rumexperimentieren. Und weil es so schön war, zeige ich euch direkt noch mal etwas, was ich vorher noch nicht gezeigt habe. Ich habe die jetzt auch neu gebaut, weil ich ja gesagt habe, dass mein Deck noch nicht ganz voll ist. Es fehlen jetzt aktuell nur noch 3 Offs und dann ist mein Deck wieder bei 50. Das habe ich jetzt auch da hinzugefügt. Gut, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich outspeedet werde, aber in dem Fall interessiert uns das nicht. Wir lassen den Tricks zuerst moven. Ja, gut. Und wir haben dann natürlich auch noch die Tomoe direkt danach, damit sie im schlimmsten Fall halt nochmal strippen kann. Gut, sie hat jetzt leider das Will nicht gestrippt. Sie hat jetzt das Will gestrippt, aber nicht das Dings. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt wie soll ich das euch ihr seht's. So. Das ist die haben 'n Hänger gehabt. So, das wollten wir. Also, wir wollten, dass sie das Wille strippt und das hat sie getan. So, also, noch mal ganz kurz, um euch das zu sagen, das ist, ähm, im Prinzip eine sehr gute Off. Für mich fand ich jetzt ganz in Ordnung. Wir haben halt einen Strip und wir haben noch mal 'n Backup-Strip und ja, war gut. Also, wenn ihr das schon mal benutzt oder so, dann, schreibt mir das gerne rein und schreibt mir auch gerne wogegen. Ich habe es jetzt das erste Mal dagegen benutzt, um euch das auch zu zeigen. So, und dadurch, dass ich ja schon eine Silvia angegriffen habe, habe ich gedacht: „Komm, dann nehme ich auch direkt mal die zweite mit.“ Wir benutzen jetzt, Triple Fire. Ich habe es schon mal in 'nem Video gezeigt. Ich finde das absolut super gut und, ja, also ich persönlich, das ist meine Meinung, bevor wieder irgendwelche Leute laut schreien. Ich persönlich finde, die Triana macht nichts. Also, ich finde sie nicht irgendwie abschreckend oder sonst was. Es gab viel, viel schlimmere Kombinationen mit, Sylvia und Iris, die viel nerviger waren. Aber gut, ist ja auch egal. Also, ihr könnt das so benutzen mit diesem Triple Fire, ihr könnt aber auch es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt aber auch, ja, was habe ich noch benutzt? Ihr könnt Rakan da mit reinbringen, ihr könnt, Kumar mit reinbringen. Also, das sind alles so Units, die, ganz gut da reinpassen. Ihr könnt aber auch 'n Thesarion zum Beispiel noch mit da reinpacken. Dann hättet ihr sogar noch 'n Oblivion, was
super gut ist. Macht halt nur nicht den Fehler und schmeißt nicht, den Heal raus. Also, wir haben jetzt hier in dem Falle dreimal Heal, aber wir haben halt einen aktiven Healer mit dem Rakuni. Den würde ich auch definitiv beibehalten. Rakuni und Kumar zum Beispiel, da habt ihr 2 Healer, die gut miteinander funktionieren und dann vielleicht noch 'n, Thesarion dabei oder 'n Rakan dabei, auch super gut, könnt ihr auch machen. Das würde auch gut harmonieren und das würde ich euch dann definitiv empfehlen, dass ihr halt oder wer auch klasse passt, ist Nora. Nora auch gut. Dann hättet ihr auch noch mal, Heal dabei. Aber ihr müsst halt immer gucken, 2 Healer sozusagen, also zweimal Support und einen, der Damage macht. Und wir haben ein Comeback. Wir haben ein Comeback. Bollwerk, Amelia und Molong. Wie lange haben wir das nicht mehr gesehen? Und ich werde euch direkt schon mal, warnen müssen. Ich werde das Video gleich schneller stellen, weil der Fight hat 10 Minuten gedauert. 10 Minuten, weil leider das alles nicht ganz funktioniert hat und ich habe am Anfang auch gemisplayt. Schande auf mein Haupt. Ich hätte jetzt schon mit dem Bollwerk, S3 machen können, aber meine Finger waren ein bisschen zu schnell, sodass ich aus Versehen, S1 gemacht habe. Aber ist nicht schlimm, wir machen's halt jetzt einfach in der nächsten Runde. Für mich war wichtig als Erstes den Miles raus und alles Weitere folgt dann danach. Danach waren das dann unzählige Versuche, die Viva rauszunehmen, die aber dann tausendmal geprockt hat und dies, das, pipapo. Ich stelle es aber jetzt etwas schneller und, ja, ihr könnt euch das dann einfach im Schnellformat angucken und so lange werde ich mir, weiß ich nicht, vielleicht gehe ich Milch holen oder so was. Keine Ahnung. Also, ihr könnt's dann einfach schneller stellen und, viel Spaß beim Zuschauen. Ah ja, wofür schneller stellen? Ich habe mich einfach dazu entschieden, es dann einfach rauszuschneiden und dann passt es schon. Wir sind jetzt schon am Ende, wie ihr gesehen habt, zum Glück. Ich habe es dann halt, wie gesagt, rausgeschnitten. Das war ein 10 Minuten Fight und das brauchen wir wirklich nicht. Das dauert dann einfach viel zu lange. Wir nehmen jetzt den, raus und fertig. War halt nur ein bisschen unlucky, aber war gut. War super gut. Schönes Comeback. Das hatten wir ja bereits auch schon in den Videos davor. Ja, meine Kamis auf 100 Crit Rate, da für den Fall, dass die auf Schutz sind. Und, ja, den Robo habe ich jetzt, meine ich, auch auf 100 Crit Rate gemacht. Ich wurde sogar outspeedet. Das hat mich ein bisschen kurz stutzig gemacht, aber gut, ja, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung, wo was da war, aber gut, vielleicht hat jemand gedacht, genau das möchte er trappen oder wie auch immer. Ich bin natürlich ganz froh, dass er dann auf die Kami gegangen ist, weil das, ja und dann auch noch gekrittet hat. Das war für uns ganz gut. Ich habe es schon mal gesagt, es ist nicht so schlimm, wenn wir den Oblivion bekommen von der, Tanisha. Ist vollkommen in Ordnung, solange wir die Lamiella unter Kontrolle halten, ist das vollkommen okay. Deswegen passt das. Also, ich meine, guckt euch das an. Ich habe das in dem vorigen Video auch schon so häufig gemacht. Es ist einfach vollkommen super gut. Ihr könnt anstelle der Kami könnt ihr natürlich auch Wosa nehmen, ihr könnt Gapso nehmen, weil ihr könntet, falls die nämlich auf Schild sind Moment, ich mache euch das mal eben auf Pause. Falls die nämlich ups, jetzt läuft's noch mal neu. Nein, wollten wir nicht. Falls die auf Schild sind, könnt ihr mit dem Wosa und dem Gapso S2 könnt ihr das Schild durchhauen. Also, passt super gut. Gut, da habe ich jetzt, natürlich gegambelt, weil, ja, die Dev wurde vorher, noch nicht angegriffen. Aber ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung da drinne gehabt, dass das keine Swift Laura ist und ich das dann halt einfach outspeede, was ich dann auch getan habe, glücklicherweise. Deswegen, also Laura ist natürlich immer ein bisschen tricky, die kann natürlich auch auf Swift sein, aber, gut, die würde dann ausschließlich dieses Double Snipe würde die au also nicht Double Snipe, sondern, ne, den Regner Snipe würde die ausschließlich trappen und mehr auch nicht. Alles weiter weil die würde dann einmal funktionieren und dann weiß man, okay, die ist auf Swift. So, außer der Besitzer tut dann natürlich immer wieder umrunen und so weiter.
aber die würde nur einmal funktionieren. So, wenn die jetzt auf Vio ist und sowas, dann funktioniert die natürlich auch gegen andere Sachen, die halt häufiger benutzt werden. Ich habe da jetzt einfach den Gamble gewagt, weil ich musste halt meine Hits auch loswerden. Es war zu dem Zeitpunkt von diesem Attack war es bereits, ich glaube 20 Minuten später war der Siege dann vorbei für den ersten Tag. Ich hatte also nur noch 20 Minuten Zeit, um alle Hits loszuwerden, weil ich am Tag 2 nicht angreifen konnte, weil ich ja meine Videos dann auch schon anfange, am Tag 2 zu schneiden. Deswegen sind wir damit reingegangen und, ja, am Anfang habe ich euch ja den Screenshot gezeigt, dass wir die Hauptbasen gecuttet haben. Das war ich, wie ihr oben sehen könnt. Ich habe den die letzte Basis eingenommen. Ging halt nun mal nicht anders. Wir wollten uns da drauf ja nicht einlassen, ne, habe ich euch ja gesagt. Und da das jetzt mein letzter Attack war und ich schon 9:0 stand und ich nur noch 5 Minuten Zeit hatte, habe ich mir das ausgewählt und, ja, was soll ich denn sonst anderes jetzt machen? Also, ich wollte jetzt nichts mehr machen, was auf, lange Bruiser-Sachen abgezielt hat. Das, hätte mich jetzt in Teufelsküche gebracht. Da hätte ich jetzt keine Zeit für gehabt. Schade, das Oblivion hat nicht getroffen, aber na ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Von daher ist das in Ordnung. Wir spielen das jetzt dann einfach aus. Also, wenn da jetzt nicht irgendwie Prox über Prox über Prox über Prox kommt, ähm, ja, das ist ich bereite dann schon mal hier, ihr wisst schon, was ich meine, vor. Es ist ja mein Ritual. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt mal bitte ein bisschen schneller die killen und dann wissen wir Bescheid. So, bitteschön. Wir haben Ich habe es geschafft und ich habe es extra dritte 10 in Folge. Ich habe euch gezeigt, ihr baut die Sachen einfach nach und dann holt ihr auch 10 Zähne. So, und jetzt noch mal ganz kurz, damit wir ein bisschen seriöser bleiben, auch das kann ich. Wir persönlich mögen kein 2 versus 1. Weder, dass das jemand bei uns macht, noch mögen wir es, ein Angebot zu bekommen, mit einer anderen Gilde zusammen zu teamen und die dritte Gilde auf den letzten Platz zu hauen. Das mögen wir nicht. Wir sind jetzt freiwillig, wie ihr seht, sind wir freiwillig auf den dritten Platz gegangen, haben hier Artisan den ersten Platz gegeben. Normalerweise, ne, wäre das im Falle nicht so wahrscheinlich passiert. Wir haben es aber mit Absicht gemacht. Wir haben denen den ersten Platz gegeben, weil der Meister von Seven Deadly Sins uns gefragt hat, ob wir nicht zusammen dann achte Sinn auf, also, ne, dass wir den zweiten Platz machen und wir zusammen reinpushen. Ich habe am Anfang die Screenshots gezeigt. Wir mögen das nicht. Wir wollen kein 2 versus 1 und wir wollen auch kein 2 versus 1 anderen Gilden gegenüber. Spielt einfach fair. Das habe ich vorher in dem Video schon gesagt und das sage ich auch jetzt noch mal und, noch mal apropos zu dem Video davor. Es geht noch mal alle Liebe raus an Project Zero. Sowas haben die natürlich nicht abgezogen. Es braucht kein Hate jetzt an die Leute, rangetreten werden. Es ist mir einfach total wichtig, dass man einen fairen Siege spielt und nicht, weil man irgendwie eine Schwestergilde ist oder sonst irgendwas, alles zusammen teamt. Das finde ich nicht in Ordnung. Das machen wir auch nicht. So, fertig. Mehr wollte ich dazu nicht sagen und jetzt bin ich wieder ganz freundlich und jetzt können wir in die Kiste gucken, was ich bekommen habe. Ich nehme immer die gleiche Kiste. Ich habe einmal LD-Pieces bekommen und leider eine, Rune, aber ist ja egal. So, wenn euch mein Content gefallen hat, dann lasst doch gerne, gerne, gerne ein Like und ein Abo da. Ich bin so kurz, wirklich so kurz vor 1000 Abos und ich würde mich so sehr freuen, wenn wir das voll machen könnten. Und ja, wenn ich jetzt natürlich auch noch ein paar Leute habe, die mir folgen, weil ich das angesprochen habe, dann ist das so. Aber ich bin, wie ich bin und ich spreche Sachen an.
die ich nicht in Ordnung finde. Also, wenn ihr das nächste Mal dann wieder ein wunderschönes Intro sehen wollt, Drama haben wollt oder wie auch immer, dann schaltet doch einfach wieder ein und denkt dran, lasst mir Kommentare da, wie es euch gefallen hat, ob ihr Sachen benutzt habt oder.